Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen, die ich schon mal baue. Heute haben wir mal ein ganz spezielles Thema. Ich bin von einer Orga gefragt worden, ob ich für ihren Dungeon nicht so ein paar bewegliche Krakenarme bauen kann, die so ein bisschen aus der Wand rauskommen. Ja, das ganze Thema fand ich echt interessant. Soll relativ günstig sein, gut. Bei mir ist ja günstig immer so relativ, aber ich versuche es in meinen Maßstäben relativ günstig zu gestalten. So, dann habe ich zwei Ideen. Einerseits wollten die, dass du da einen Arm durchstecken kannst. Da wollte ich mir erst hier so ein Abflussrohr als flexibles holen. Also ich muss sagen, so eine ganze Rolle ist mir dann doch ein bisschen teuer. In der Größe. Gibt's ja, aber war mir dann doch zu teuer. So 30, 40 Euro für ein kurzes Stück, was ich noch brauche. Jetzt habe ich mir einfach so ein Abflussrohrenstück. Arm passt rein. Ne? Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das verwurschtelt kriegen. Dann habe ich auch noch aus dem Gaswasserscheiße-Bedarf so ein flexibles Rohr. Das war jetzt auch nicht so teuer. Das Ding hat, glaube ich, 6 Euro gekostet und das hier noch keine 3, glaube ich. Da hatte ich eine Dings zugesehen. Das fand ich auch sehr interessant. Da muss ich jetzt gucken, ob das geht. Also dann mache ich hier eine Schraube oder was durch. Für eine Kordel durch und durch das Ziehen an der Kordel bewegt sich das Ding. Soweit der Plan. Dann habe ich noch zwei 16er Mattenstücke. Das wären dann so ungefähr, wahrscheinlich, da mache ich dann einen Stein draus, wo das dann rauskommen soll, das große und das kleine Rohr. Dann habe ich noch ein bisschen Kordel besorgt, beziehungsweise hatte ich noch rumliegen. Ja, was ich noch besorgt habe, war hier so eine Schaumstoffmatte. Weil das Ganze will ich auch relativ weich bauen, beziehungsweise auf jeden Fall den Arm, wo der Arm reinkommt. Wenn die damit die armen Spieler verprügeln wollen, ne, damit das denen nicht wehtut. Ja, und dann die Saugnäpfe und so mache ich dann aus Materialresten. Habe ich ja mehr wie noch. Bisschen Pattex, bisschen Heißkleber, bisschen, weiß nicht, ob ich jetzt Latex nehme oder Flexipaint. Da muss ich noch überlegen. Soweit ist jetzt der Plan. Ja, dann gucken wir mal, was draus wird. Genug geredet, fangen wir mal an. Fangen wir erstmal mit den Teilen hier an. Ach ja, und was ich auch vergessen habe, ich hatte hier noch so ein paar Winkel rumliegen. Da muss ich mal gucken, ob die nicht so groß sind. Weiß ich noch nicht. Bei dem großen wird das wahrscheinlich klappen, so halbwegs. Irgendwo muss man das Ding ja auch dann vernünftig festmachen können. Aber die mache ich erst am Ende. Da müssen wir dann mal gucken. Hatte ich ganz vergessen. Hier haben wir eine dickere Schraube. Da muss ich natürlich gucken. Ich hoffe, die ist dann lang genug. Da müssen wir dann auch ein Loch reinmachen. Da muss ich jetzt gucken. So, dann hoffe ich mal, dass das jetzt passt. Naja, auf jeden Fall können wir durchschrauben. Das geht schon mal. Mal gucken, ist der andere vielleicht noch ein bisschen größer. Ach, da ist noch sogar ein Holzbohrer hier. Nehmen wir den hier mal. Das sollte halten und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, also, wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich nicht. Guckt mal. Geil, ha? So. Gut, die Mutter, die Schrauben sind zwar nicht so toll, aber da müssen wir gucken, da kommt dann dick genug der Schaumstoff drum, da kann da eigentlich auch nicht viel passieren. Naja, machen wir hier, machen wir ein Loch und dann schauen wir uns das ganze Elend hier mal an. Das wird wahrscheinlich zu klein sein, aber das ist nicht schlimm. Da machen wir schon mal einen Anfang mit. So, machen wir so halbwegs irgendwie mittig. I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living. Und der soll ja auch ein bisschen was breiter werden.
würde mal sagen, wir nehmen jetzt hier einfach mal so den weißen Schaumstoff. Ungefähr die Breite machen wir jetzt den Schaumstoff Krakenarm. Das ist jetzt so das hintere Teil. Da muss man noch schön gucken. Das hintere Teil ist ja nicht alles. Das Ding soll ja nach vorne ein bisschen schmäler werden. Der Arm ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr lang, aber gucken wir mal. So. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. So, dann gucken wir mal, dass wir noch die Patexdose hier leer machen. Muss man sowieso noch eine neue wiederholen. So, einmal rumklappen, ne? Immer daran denken, Spiegel verkehrt. Ne, dann, wenn man dazu die Kanten und so was ein bisschen schneiden muss, da sollte dann keinen Heißkleber vernehmen. Das ist dann ein bisschen kacke dann. Das klappt nicht so toll. Da nehme ich dann lieber wieder den guten alten Patix Classic. Auch wenn man den dann ein ganzes Weilchen an trocknen lassen muss. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich denke mal sowieso, dass ich wieder 2 Teile mache. Am ersten werde ich dann jetzt quasi mal wieder so den Rohbau machen. Und dann im zweiten machen wir das Ganze dann hübsch. Wir machen hier noch ein Stück drauf und da. Hier haut das dann auf jeden Fall von der Höhe hin. Und bei dem Teil, naja, müssen wir gucken. So, machen wir hier den Dings. Hier machen wir auch nochmal. Ihr seht immer, das ist immer so ein komischer Prozess, wenn man so was baut. Da muss man immer so ein bisschen, je nachdem, naja, ich sag jetzt mal, improvisieren. Das war das Wort, was mir gerade nicht eingefallen ist. Das ist immer, wenn man so Sachen baut, die man noch nie vorher gemacht hat. Da muss man halt so ein bisschen immer gucken, wie das irgendwie funktioniert und dann hoffen, dass das dann auch funktioniert, so wie man sich das vorstellt. Kann natürlich auch mal in die Hose gehen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das jetzt alles hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber na, schauen wir dann einfach mal. Also der hier, da mache ich mir keinen Kopf. Schneiden wir das Ganze hier noch so ein bisschen zurecht. Das haben wir jetzt hier. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mir auch noch hier bei dem überlegt, ob man hier nicht irgendwie noch so einen Griff reinmachen soll. Aber eigentlich, wenn man den Arm hier so ein bisschen drin hat und dann so ein bisschen, obwohl... Oh. So, ich habe noch ein bisschen Lederzeug geguckt. Noch ein paar Reste Fliegengitter aus der Ecke gekramt. Wenn wir jetzt erstmal noch ein bisschen hier das Ding festmachen. Die Hoffnung, dass das nachher vernünftig hält. So. Schneiden wir mal 2 Stücke, dann machen wir noch 2 Befestigungen, so wie hier an der Stelle. Und dann hoffen wir mal, das reicht. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. Ich sag ja, also ich versuche jetzt so ein bisschen bei dem Projekt halt, abgesehen, dass es ja möglichst günstig sein soll, also was heißt möglichst, ne, aber ich versuche halt auch noch so ein bisschen altes Material, was ich von anderen noch so an Verschnitt habe, würde ich dann hier auch für das Ding nehmen. Und dann kann man das auch halbwegs zum vernünftigen Preis sich zusammenzimmern.
Soweit der Plan. Mal gucken, ob es funktioniert. So, das Ding haben wir schon mal. Den müssen wir jetzt wieder erstmal auf Seite. Dann kann das Ganze hier was abkühlen. Dann haben wir hier schon mal so den Griff reingemacht. Ob das alles so funktioniert, naja, mal gucken. Am Anfang war das irgendwie ein bisschen besser. Naja, gut, aber es geht. Er bewegt sich. Ist jetzt nicht so viel noch, weil er sich bewegt. Vielleicht hätte ich die Versteifung ja doch nicht dran machen sollen. Aber naja, gut. So. Wir machen das Ding jetzt einfach mal fertig. Wie gesagt, das wird jetzt hier so der ambiente Arm. Und der Rest gucken wir dann mal. So. Dann haben wir hier das Teil. Ja, das wird jetzt spannend. Im Endeffekt kleben wir das jetzt erstmal hier so dran. Wenn wir da Heißkleber für oder nicht. Ja. Zum Festmachen hier an der Seite könnte man ja immer probieren. Das klappt. Eigentlich wollte ich ja nicht so viel an den Außenkanten damit, aber mit dem Pattex, das dauert ja mal eine ganze Weile. So, dann haben wir das hier. Dann haben wir hier schon mal eine Linie, dass wir wissen, wie weit. Beziehungsweise, wenn wir das hier noch schneiden, ist das mit dem Heißkleber vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Vielleicht soll ich doch nicht so machen. Also mit dem Heißkleber, das ist schon mal nichts. Das kann ich mir sparen. Also müssen wir mit Pattex dran gehen. Hilft alles nichts. Gucken wir mal, der Klotz ist ungefähr so dick wie das. Ja, ist er. Machen wir. Die Seite klebt noch was. Dann machen wir erstmal die andere Seite. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich mir das jetzt vorstelle. Da muss man wirklich mit Pattex dran gehen. Ja, dann müssen wir das Ganze so erstmal wieder antrocknen lassen. Das Ganze sollte jetzt weitgehend angetrocknet sein. Gucken wir mal, ob wir das hier so dran kriegen. Da seht ihr, Leute, mit dem Pattex geht das deutlich besser wie mit dem Heißkleber. So. Da habe ich doch gut antrocknen lassen. Jetzt müssen wir das Stück hier aber erstmal trocknen lassen. Ja? Weil, bevor ich das dann einmal rund mache, das könnte dann ein bisschen zu viel des Guten sein. Also lassen wir das jetzt erstmal so. Gucken wir uns mal an, wie sieht es aus mit dem. Das fühlt sich auch schon trocken an. Machen wir dasselbe. So, das Ganze müsste jetzt gut trocken sein. Aber ich dann doch ein bisschen länger trocknen lassen, wie geplant. So, jetzt gucken wir mal an. Wir müssen ja noch einmal rund. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do. So, dann müssen wir das auch wieder antrocknen lassen. Gucken wir mal das andere Teil. So. Dose machen wir mal wieder zu. Die braucht man erstmal nicht mehr. Das Ganze müsste jetzt soweit angetrocknet sein. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das hier so weit rumkriegen. Dass es auch an den Stellen hält.
Oh Gott. Ich habe da noch unten hin eingepinselt, das hätte ich ja nicht einkleben. Pinseln brauchen. Also, ja. Ich mal wieder unter geistiger Umnachtung gelitten. Habe ich hier noch eingepinselt. Hätte ich ja nicht machen müssen. So. Naja, egal. Ist ja nicht schlimm. So. Das hier unten ein bisschen überstehen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Wir wollen das Ganze ja, dass das hier vernünftig hält. So. Oh, das sieht schon mal besser aus. Durch das Rohr hat das ein bisschen mehr Führung. Das war dann auch ein bisschen runder, aber das ist nicht schlimm. So. Überall nochmal gut dran drücken. So. Und dann müssen wir jetzt den Kleber wieder erstmal gut trocknen lassen. So, das Ganze sollte jetzt weitgehend trocken sein. Den stellen wir erstmal auf Seite. Wenn ich dazu sehe, hat er sich an ein paar Stellen gelöst. Hätte ich besser noch ein bisschen fester andrücken sollen. Das passt mir jetzt so gar nicht, aber naja gut, irgendwas ist hier. So, das Ganze jetzt hier erstmal noch so ein bisschen anpassen. Probieren wir das Ganze mal aus. Hand rein. Oh. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn das ein bisschen mehr zur Seite gehen würde. Aber mit der Hand, jetzt gucken. Also, wenn man so ein bisschen rum, sollte das eigentlich gehen. Dann nehmen wir uns noch ein Stück Fliegengitter. Schneiden wir noch ein paar Streifen draus. Und wenn wir das hier noch ein bisschen verstärken, dass da nichts abreißt. Dann haben wir das Ganze schon mal so weit ein bisschen abgerundet. Hier an der Stelle muss ich noch mal ein bisschen nachkleben. Und das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Wie gesagt, hier und da noch ein bisschen was nachschnippeln. So die grobe Form, die sollte okay sein. Wie gesagt, soll ja jetzt auch kein Meisterstück werden. Auf jeden Fall, dass man erkennen kann, was es sein soll, wenn es dann fertig ist. Der Grundbau, den haben wir jetzt fertig. Ja. Hand passt rein. Umwählen kann man auch. Ne? Ich hoffe, dass man das sehen kann. Ja. So mit dem Hin und Her. Das ist ein bisschen, besser ist es runter. Also ein bisschen schräg geht auch. Es geht. Ja, wie gesagt, mit dem anderen, das Ding ist ein bisschen, das muss man schon fest montieren und dann ordentlich dran ziehen, dann bewegt sich das Ding auch. Wie ihr seht, das geht ja. Allerdings, wie gesagt, ich hätte das vielleicht nicht ganz noch mit den anderen fixieren sollen und nur das eine lassen sollen. Aber naja gut, kann natürlich auch sein, dass das Ding kaputt geht, dass das sich irgendwie löst. Aber kann alles passieren. Wie gesagt, sind Prototypen, habe ich so nie gebaut. Aber ich fand die Idee ganz lustig. Mal gucken, was jetzt raus wird. Wie gesagt, im nächsten Teil werde ich das Ganze dann hübsch machen. Dann haben wir hier noch das Ganze noch ein bisschen in Steinoptik dann machen. Dann kommen die Saugnäpfe dran. Und dann werden wir das Ganze noch was pinseln. Da muss ich auch mal gucken. Wahrscheinlich werde ich Flexipaint nehmen, weil das mit dem Pinsel relativ schnell geht.
Da macht man dann halt nicht so viele Schichten drauf. Vielleicht mache ich vorher noch eine Schicht Pattex drüber, dass das Ganze die Poren ein bisschen schließt. Mal gucken. Vielleicht mache ich auch nur 1, 2, 3 Schichten drauf. Muss ja nur optisch gut aussehen. Ne? So, dann hoffe ich mal, das Ganze gefällt euch schon mal wieder. Ist mal wieder was anderes. Dann bleibt dran. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.